Seid gegrüßt, Abenteurer! Die Souls-Games haben mich oft an die alten Zelda-Tage erinnert, aber unser heutiges Bild ist der nächste Level. Wir sehen nicht nur aus wie Link, auch die ikonischen Fähigkeiten und Gegenstände des legendären Helden sind fast alle vorhanden. Wir haben das Master-Schwert, den Hylia-Schild, das Biggoron-Schwert. Wir haben den Bogen und Bomben. Wir haben Dins Feuerinferno, Nairus Umarmung und den legendären Wirbelangriff. Zudem funktioniert das Bild super im PvP und was im PvP funktioniert, kann man locker zum Storyspielen benutzen. Schauen wir uns das Bild also an. Attribute. Link hat Bomben. Er schießt Feuerpfeile. Er verfügt über göttliche Feuermagie. Und seine Wirbelattacke setzt Feuer frei. Ganz klar wollen wir Feuerschaden pushen. Allerdings hat Link auch heilige Angriffe. Ich habe lange überlegt und ein 50 Stärke 50 Glaubenbild war einfach das Logischste. Wir setzen Kraft auf 60, denn wir wollen für PvP so viel Leben wie möglich. Geist bekommt alle übrigen Punkte, damit wir die großen Bomben und unsere Fähigkeiten oft genug nutzen können. Außerdem ist Dins Feuerinferno wirklich fokushungrig. Kondition auf 22, um einen starken Ausdauerpool zu haben und unser gesamtes Equip auf einmal tragen zu können. Stärke auf 50, um eine gute Schadensskalierung mit den Schwertern und dem Bogen sowie den Wurftöpfen zu bekommen. Geschick habe ich auf 14 für den Langbogen. Wenn ihr die 14 Geschick nicht erreichen könnt, benutzt einen Kurzbogen. Weisheit brauchen wir für dieses Bild nicht. Glaube auf 50, um unsere Ritualtöpfe und die Waffen und Anrufung weiter zu verstärken. Arkanenergie tut nichts zur Sache. Waffen. Das Master-Schwert ist das Miquella Ritterschwert. Es bietet das starke Moveset eines geraden Schwerts. Die Rollattacke ist ein Stich mit guter Reichweite. Und ihr schwerer Sprungangriff ist linkgerecht. Ihr Talent lässt uns einen heiligen Bogen aus Licht verschießen und Zelda-Fans sollte das sehr bekannt vorkommen. Außerdem hüllt es das Schwert in heilige Macht. Zudem macht es wirklich guten Schaden. Der Hylia-Schild ist der Zwillingsvogel-Drachenschild. Er passt einfach perfekt und bringt eine starke passive Fähigkeit mit, die unsere Verteidigung stärkt, wenn unser Leben niedrig ist, auch wenn wir den Schild nur auf dem Rücken haben. Ein wirklich guter Schild. Ich empfehle ihn, ohne Kriegsasche zu nutzen, aber wenn ihr gut darin seid, mit einem Schild zu parieren, könnt ihr karianischer Gegenschlag auf den Schild packen. Link kann immerhin auch Zauber zurückschleudern. Das Biggoron-Schwert ist das flammende Großschwert der Exilritter. Es ist der Star des Bilds. Als Großschwert hat es ein wunderbares Moveset und einen starken Mix aus Reichweite, Haltungsschaden und Schaden. Mit flammender Affinität bekommen wir Stärke und Glaubensskalierung und Feuerschaden für das Schwert. Die Kriegsasche Wirbelhieb gibt uns den ikonischen Wirbelangriff und dieser ist unsere beste Schadensquelle. Durch die flammende Affinität macht der Wirbel Feuerschaden, wie im Original. Da wir mit dem Bild kaum Gleichgewicht erreichen, ist uns die unaufhaltbare Haltung dieses Talents sehr willkommen. Unaufhaltbare Haltung heißt auf Englisch Hyper Armor. Lässt euch wie Gleichgewicht weniger von einem einkommenden Schlag betäubt werden, aber nur während ganz bestimmten Abschnitten einer Animation. Wenn man mit wenig Gleichgewicht spielt, ist die unaufhaltbare Haltung die einzige Chance, durch gegnerische Attacken zu brechen. Nicht jedes Waffentalent hat unaufhaltbare Haltung auf sich, aber der Wirbelhieb bietet unaufhaltbare Haltung. Übt ein bisschen und ihr werdet merken, dass ihr durch Angriffsserien kleinerer Waffen einfach durchbrechen könnt mit dem Wirbelhieb. Das Auge der Wahrheit ist das Siegel der Riesen. Es verstärkt unsere Feueranrufung und lässt uns die Anrufung des Bilds nutzen. Der Bogen ist der Langbogen. Der normale Langbogen passt am besten zu Link, aber ihr könnt auch Geschick auf 20 drücken, um den schwarzen Bogen nutzen zu können. Fand ich allerdings unnötig, da dies eher ein Schwertkämpferbild ist. Wenn ihr trotzdem gerne den schwarzen Bogen spielen wollt, zieht die Punkte aus Stärke ab. Der normale Langbogen ist im Duell jedenfalls nur für Hinrichtung geschwächter Gegner gut. Er ist sehr langsam und ihr solltet entweder den schwarzen oder den Kurzbogen nehmen, wenn ihr ernsthaft mit Bogen spielen wollt. Aber der Langbogen passt nun mal am besten ins Cosplay. Anrufung. Die ins Feuerinferno ist Brenne o Flamme. Wenn wir uns komplett mit Stärkungsanrufung hochgebufft haben, macht sie sehr guten Schaden, ist aber sehr schwer zu treffen. Am besten funktioniert diese Anrufung in den unübersichtlichen Situationen bei Invasionen. Da wir kein Gleichgewicht mitbringen, müssen wir extra aufpassen, wann wir sie benutzen, da die Animation sehr lang ist. Buffs. Nairus Umarmung ist die goldene Barriere. Sie gibt uns extrem guten Schutz gegen Magieschaden. Ganze 60% weniger Magieschaden für satte 70 Sekunden. Link hat Schutzzauber von den Göttinnen bekommen. Diesen Buff wählen wir, wenn wir Zauberern gegenüberstehen, denn er lässt sich nicht mit Flamme gibt mir Kraft kreuzen. Flamme gibt mir Kraft hat zwar keine Relevanz für Cosplay, aber wir wollen PvP spielen und nehmen natürlich Buffs mit. Wir können versuchen, den Helden im RP raushängen zu lassen, aber wir wollen auch einen effektiven Bild, wenn wir ihn brauchen. Flamme gibt mir Kraft erhöht unseren Feuer- und physischen Schaden um jeweils 15% für 30 Sekunden. Aber Miquellas Ritterschwert am wenigsten, weswegen wir in diesen 30 Sekunden alle anderen Fähigkeiten Vorrang geben. Denkt dran, dieser Buff kann nicht mit der goldenen Barriere gestapelt werden, also müsst ihr entscheiden, welchen von beiden ihr nutzt. Aber den goldenen Schwur, den wir auch ins Bild einbauen, könnt ihr mit einem der anderen beiden Buffs kombinieren. Also müssen wir beim goldenen Schwur nicht so aufpassen. Achtung, die Kriegsasche-Version vom goldenen Schwur ist schwächer. Auch wenn ihre Animation so schön passt, nehmen wir für PvP lieber die Anrufungsversion von goldener Schwur. Talismane. Drachengroßschild-Talisman
Talisman verringert jeglichen erlittenen Schaden um 5%, was bei unserem Bild einen sehr großen Unterschied macht. Blau gefiedertes Astschwert synergiert wunderbar mit dem Zwillingsvogeldrache-Schild und lässt uns meistens 1 bis 2 Schläge mehr einstecken, bevor wir die Runen abgeben. Begleitergefäß gibt uns plus 20% Schaden für unsere Wurftöpfe ohne Negativeffekte. Wenn ihr mit dem Bild PvE spielen wollt, also Story, dann nehmt nicht das Begleitergefäß, sondern irgendwas, was noch mehr Schaden oder mehr Defensive macht. Wurftöpfe sind wirklich eher was für PvP. Scherbe von Alexander gibt uns plus 15% Schaden auf unseren Wirbelhieb und unseren heiligen Lichtbogen. Dieser Talisman ist unglaublich gut und macht unseren Wirbelangriff zur besten Attacke im Bild. Töpfe. Natürlich hat Link Bomben und diese Rolle wird von unseren magischen Töpfen eingenommen. Versucht Töpfe immer frei zu zielen. Wenn ihr damit keine Übung habt, ist dieser Bild perfekt, um damit anzufangen. Als Ritualtöpfe nehmen wir den Riesenfeuertopf. Er skaliert gut mit Glaube und kann je nachdem, ob wir komplett gebufft sind, gerne mal 400 bis 1000 Schaden bei einem Treffer anrichten. Unsere gesprungenen Töpfe nehmen wir als Feuertöpfe mit. Sie werden nicht sehr viel Schaden verursachen, können aber beim Gegner einen Zauber unterbrechen oder die letzten 2 Lebenspunkte abziehen. Sie schlagen mit 100 bis 500 Schaden ein. Arznei. Gesprungene Flammenschleierträne stärkt jeglichen Feuerschaden, den wir verursachen, um 15% für 3 Minuten. Opaline gehärtete Träne gibt uns nicht physische Resistenzen. 10% weniger Magie, Feuer, Blitz und Heiligschaden für 3 Minuten ist sehr gut, um nicht sofort das Zeitliche zu segnen. Rüstung. Um linksgrüne Heldengewinner zu erhalten, brauchen wir die alte Aristokratenhaube, den lederbesetzten Tabard, Kriegerstulpen und die Bekennerstiefel. Ihr findet eine vollständige Liste des Bilds in der Videobeschreibung. Spielweise. Nostalgie ist ja gut und schön, aber wir wollen PvP spielen und im PvP werden nur die wenigsten Rücksicht auf euer Rollenspiel geben. Das Schöne ist, dass unser Bild ein sehr gutes PvP-Bild geworden ist. Da wir sehr wenig Gleichgewicht haben, setzen wir wie vorhin gesagt auf die unaufhaltbare Haltung vom Wirbelhieb für Trades. Der Wirbelhieb kann 3-mal treffen und der erste und letzte Schlag machen guten Schaden. Das Waffentalent von Mikellas Ritterschwert ermöglicht uns einen überraschenden Fernkampfangriff, der zwischen 400 und 1000 Schaden reinhämmern kann. Danach ist das Schwert verstärkt und wir können das klasse Moveset von geraden Schwertern nutzen, um dem Gegner einen großen Teil seines Lebensbalkens wegzuschleifen. Viele Gegner werden euch unterschätzen und das müsst ihr direkt ausnutzen. Im besten Fall mit einem schön gesetzten Wirbelhieb. Mit den Töpfen können wir Zauberer beim Zaubern unterbrechen oder schöne Scharfschüsse in Invasion hinlegen. Der Bogen kommt gut, um Gegner hinzurichten und zu überraschen. Und unser Feuerinferno, also Brenne o Flamme, ist in den richtigen Situationen eine sehr, sehr starke Anrufung. Alles in allem ist dieser Bild wirklich stark. Er sieht verdammt gut aus. Er ist eins der besten für Story-Gameplay, weil es schnell ist und mit dem Bogen und dem Schild immer eine Antwort auf alles hat. Außerdem kann Mikellas Ritterschwert alles untot im Spiel vernichten. Wir haben tatsächlich ein sehr lustiges Arsenal an der Hand und wir sind Link verdammt noch eins. Beim Rumreiten hatte ich teilweise Backflashes an Twilight Princess und Ocarina gehabt. So gut sieht es aus. Wichtig ist halt, dass ihr das Exilritterschwert standardmäßig tragt, denn die Schwertscheide auf dem Rücken unter dem Schild ist vom Aussehen natürlich absolute Pflicht. Ja Leute, das ist es. Das ist das absolut fantastischste Bild, das ich in allen Souls-Spielen bisher gebaut habe. Ich hoffe, es gefällt euch so gut wie mir, denn ich werde damit definitiv noch weiterspielen. Wenn es euch gefällt, gebt ihm einen Daumen hoch für mehr Inhalte zu Elden Ring, abonniert den Kanal und das Glöckchen sorgt dafür, dass ihr die neuesten Builds als erstes seht. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Ondo. You're beautiful. You're beautiful.